Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, was ist VeChain? Nach diesem Video solltest du gelernt haben, was hinter dem Projekt VeChain steckt. Außerdem, was VeChain so besonders macht. Abschließend gebe ich dir noch meine persönliche Einschätzung und Analyse zu diesem Projekt. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial aus meiner Serie Kryptos einfach erklärt. Ich bin Miss Krypto und ich möchte dir die Kryptowelt so einfach wie möglich erklären. Falls du neu hier bist, klick noch schnell auf den Abo-Button, um auch in Zukunft mit dabei zu sein. Für all diejenigen, die schon mir zugeschaut haben bisher, für euren unglaublichen Support ein riesen Danke vorweg. Das hat mir unglaublich viel bedeutet, was von euch an Feedback kam und motiviert mich auf jeden Fall, so weiterzumachen. Danke. Wie immer noch, alle Angaben sind ohne Gewähr, das ist keine finanzielle Beratung, investiere smart, es ist dein Geld. Zunächst erst einmal, was ist VeChain? VeChain ist ein in Singapur und China ansässiges Unternehmen, deren Blockchain mittlerweile internationalen Einsatz in Europa, Asien und Amerika findet. Die Vision der Plattform ist es, mithilfe der Blockchain-Technologie ein weltweites Ökosystem für Unternehmen zu errichten, um Probleme des globalen Handels im Bereich der sogenannten Supply Chain zu lösen. Das Ökosystem nutzt dazu zwei hauseigene Tokens auf seiner öffentlichen VeChain Tor Blockchain. Das ist zum einen der VeChain Token, kurz VET, und zum anderen der Vitor Token, auf Deutsch kurz WTAO, also Vitor. VeChain wurde 2015 gegründet und ein Jahr später, 2016, offiziell auf den Markt gebracht. Zum heutigen Stand des Videos ist VeChain auf Rang 22 von CoinMarketCap gelistet und verfügt über eine Marktkapitalisierung von rund 4 Milliarden Euro. Meiner Ansicht nach zählt VeChain zu einem Blockchain-Projekt mit einem gigantischen Use Case für unsere immer globalere Welt. Was macht VeChain so besonders? Schauen wir uns dazu erst einmal den Begriff der sogenannten Supply Chain an, auf den sich das Kryptounternehmen spezialisiert hat, bevor wir auch noch auf weitere Nutzungsmöglichkeiten eingehen. Das sogenannte Supply Chain Management steht für einen Sammelbegriff, welcher sämtliche Lieferketten innerhalb eines Betriebs bis hin zu über mehreren Betrieben untereinander beinhaltet. Je einheitlicher und besser die Betriebe aufeinander abgestimmt sind, desto besser können logischerweise Prozesse koordiniert und effizienter gestaltet werden. Ein Supply Chain Management betrachtet also nicht nur den reinen Transport eines Produkts, also die Logistik, sondern auch weitere Faktoren eines wirtschaftlichen Unternehmens, wie die Produktion, Unternehmensführung, Marketing oder das Controlling. Du kannst dir vielleicht denken, dass allein das Management innerhalb nur eines einzigen Betriebes äußerst komplex ist und die einzelnen Prozesse enorm gut abgestimmt und vereinheitlicht werden müssen. Je mehr Betriebe, Zwischenhändler und Endverkäufer in eine Produktkette eingeschleust sind und je weiter global über Ländergrenzen hinweg sich dieses Netzwerk auch noch verteilt, desto mehr Fehlerquellen schalten sich ein. VeChain möchte nun konkret Lösungen über eine Blockchain-basierte Supply Chain anbieten und damit diesen herkömmlichen Unternehmensbereich modernisieren. Wie möchte VeChain diese Fehlerquellen ausschalten? Nehmen wir uns dazu zum Beispiel das Thema Lebensmittelsicherheit. VeChain kann bei Produkten, Fahrzeugen sowie in Lagerhäusern über smarte Geräte eingesetzt werden, um Daten und Informationen aus der jeweiligen Umgebung zu sammeln, zu verifizieren und dann auf der Blockchain zu speichern. Ein Landwirt kann aus seinem Betrieb automatisch und schneller Daten zur Bepflanzung von seinem Erntegut oder Daten über sein Vieh sammeln. Ein Lebensmittelprodukt wird im Anschluss über die VeChain-Plattform weiterverfolgt und getrackt. Regulationskosten werden eingespart, Daten müssen dann nicht nachträglich manuell irgendwo eingetragen werden und über Auswertungen können zukünftige landwirtschaftliche Prozesse effizienter gestaltet werden. Vom Hersteller angefangen zieht sich dann die Supply Chain bis hin zum Endverbraucher. Die Lieferkette wird also transparenter und noch manipulationssicherer. Auch im Bereich der High-End-Artikel von großen Marken bietet die Supply Chain Schutz vor der Fälschung eines Produkts. Denn Luxusgüter werden ziemlich oft woanders billiger nachgemacht und dann trotzdem unter einer Luxusmarke verkauft. Ob deine teure Tasche, dein edler Wein oder ein schickes Luxuszubehör deines Autos. Jedes Produkt kann über einen verschlüsselten Chip seine Echtheit gewährleisten, denn jede Lagerung, Wartung und jeder Wiederverkauf werden auf der Blockchain protokolliert. Als Hersteller eines Luxusguts, aber auch letztendlich du als Privatperson kannst nun viel besser kontrollieren, woher dein Produkt kommt. Und das bei weniger Kosten durch all die ganzen automatisierten Prozesse. Nur für Lebensmittel und Luxusgüter zu gebrauchen? Nein, VeChain will noch mehr. Das Ökosystem hat sich mittlerweile darüber hinaus in vielen weiteren Branchen auch für Privatpersonen weiterentwickelt. Dazu zählen unter anderem Nutzungsrahmen für folgende Bereiche. Das ist zum Beispiel die Kohlenstoffemissionen. Ein auf VeChain basiertes Emissionstracking über ein Digital Carbon Ecosystem kann die Verbraucher von Autos oder anderen Smart Device Applikationen mit Gutschriften belohnen, die weniger CO2 erzeugen. Ein chinesischer E-Auto-Hersteller nutzt VeChain bereits auf diese Anwendung. Oder im Bereich eHealth, also dem Gesundheitssystem.
Gesundheitsdaten können verschlüsselt und sicher transferiert werden. Eine VeChain-basierte App soll in diesem Jahr 2021 bereits bei den ersten Krankenhäusern seinen Einsatz finden. Vielleicht noch für dich als Privatperson ganz interessant sind die Bereiche Gaming und Unterhaltung. Auch da hat die VeChain-Plattform so einiges an Features zu bieten. Ziemlich neu ist da zum Beispiel Wimworld, eine smarte NFT-Plattform für digitale Sammlungsstücke, die von der VeChain-Blockchain unterstützt wird. Auch hier kann ich dir nicht alle Anwendungen zeigen. Es ist einfach super interessant, wie schnell sich das Ökosystem in den letzten Jahren seit der Entstehung entwickelt hat und welche Branchen das System nun mittlerweile nutzen können. Gibt es dann überhaupt interessante Partner und Kooperationen mit VeChain? Oh ja, die gibt es und die Supply Chain wird auch mittlerweile schon in der Praxis umgesetzt. Und dazu gehören auch ganz mächtige Unternehmen. Die bekanntesten darunter sind vielleicht für dich zum Beispiel Kooperationen mit Walmart, BMW, dem deutschen Logistikunternehmen DB Schenker, COS, das ist ein Tochterunternehmen der H&M-Gruppe, oder dem Mutterkonzern des Modelabels Louis Vuitton, kurz LVHM. Auch die chinesische Regierung findet sich im ständigen Austausch mit VeChain und erkennt das Kryptounternehmen damit offiziell an. VeChain soll sogar im nationalen 5-Jahresplan zur Entwicklung der Blockchain-Fähigkeiten erwähnt worden sein. Wer steckt hinter VeChain und konnte solche gigantischen Player gewinnen? VeChain wurde 2015, wie bereits erwähnt, von Lu und Zhang gegründet. Sunny Lu ist derzeit der CEO von VeChain. Sunny Lu als früherer CIO von Louis Vuitton China kam als ITler in der Luxusbranche mit dem Problem der Fälschung und Korruption teurer Güter in Kontakt. Seitdem konnte er sich einen Namen in der Blockchain-Industrie machen, um bessere Strukturen mit der neuen Technologie zu schaffen. Der Co-Founder Zhang, der bei VeChain mit vorne im Management steht, arbeitete davor als Senior Manager für Deloitte und PwC. Beides Unternehmen aus den Bereichen der Finanz- und Risikoanalyse. Außerdem wird VeChain von einer Foundation unterstützt, die sich um die öffentliche Arbeit bemüht und die Forschungsentwicklung vorantreibt. Mitglieder des Stiftungskomitees setzen sich zusammen aus Mitgliedern von VeChain, außerdem von DNV, das ist eines der größten weltweiten Klassifikationsgesellschaften, und PwC China, auch eine große Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Wichtige Entscheidungen werden jedoch von allen Anteilhabern des VeChain-Ökosystems getroffen, um eine ausreichende Dezentralität zu gewährleisten. Jetzt wird es nochmal richtig interessant für dich, denn wir beschäftigen uns nochmal ganz kurz mit den Tokenomics und was du alles mit Wett machen kannst. Die VeChain Tor Blockchain hat technologisch eine ganz interessante Besonderheit zu bieten, und zwar ist das Two-Token-System. Die VeChain-Tokens sind die Tokens, die für alle finanziellen Transaktionen, Gewinnausschüttungen, also die Rewards an alle Teilnehmer sowie das Senden von Informationen verwendet werden. Das sind die Wets. Jeder primäre Wett erzeugt automatisch den sekundären VeTor-Token und zwar mit einer definierten Rate pro Tag. Und zwar auch ohne minimales Limit. Das bedeutet also, dass jeder Wett in deinem Wallet bereits schon VeTor-Tokens erzeugt. Der VeTor-Token, der VeTor, ist demnach der Gas-Token, also der Energietoken, der diese Transaktion erst möglich macht. Bei jeder Transaktion wird VeTor als Gebühr bezahlt, da du ja als Wettbesitzer automatisch immer VeTor erzeugst, brauchst du dir also keine extra Arbeit machen und VeTor vor jeder Transaktion kaufen. So generierst du passives Einkommen in Form von VeTors und bezahlst deine Gebühren. Bei jeder Transaktion werden 70% der VeTors verbrannt. Die anderen 30% werden als Reward über die sogenannten Authority Nodes ausgeschüttet, die die richtigen Blöcke hintereinander erzeugen und validieren. Wegen dieser Authority Nodes heißt der Zustimmungsmechanismus bei VeChain auch Proof of Authority. Das ist im Grunde ein erweiterter Proof-of-Stake-Mechanismus. Die Betreiber der großen Nodes müssen ganz klare Regeln einhalten, die von der Foundation geschaffen werden. Mit diesem Kompromiss möchte VeChain die Brücke zwischen Zentralität und Dezentralität im System schlagen. Wets kannst du auch auf zahlreichen großen Exchanges kaufen. Das offizielle Soft-Wallet von VeChain heißt VeChain Tor Wallet, das Desktop-Wallet ist VeChain Sync. Zahlreiche Drittanbieter bieten eine kompatible Aufbewahrung deiner Wets an. Mein Fazit zu VeChain? VeChain ist eine Plattform, die gleich sämtliche Ökosysteme für sämtliche Industriezweige in einem Gesamtsystem integrieren möchte. Ziemlich ambitioniert also. Erst 2016 gelauncht, hört sich im ersten Moment vielleicht noch einer ganz neuen Geschichte an, doch in der Blockchain-Welt gehört VeChain damit schon fast zu den ältesten und etabliertesten Plattformen im Bereich der sogenannten Supply Chain. Ist deswegen VeChain veraltet? Nein, ich finde sogar überhaupt gar nicht, viel aktueller als je zuvor. Allein wenn ich das Stichwort Corona-Covid-19 nenne, das hat den ganzen globalen Handel lahmgelegt und die Schwachstellen der derzeitigen Lieferketten und Rückverfolgungssysteme offengelegt. Blockchain kann hier weltweite Probleme lösen und jetzt mehr als je zuvor. Warum das Projekt VeChain mich darüber hinaus weiter fasziniert, sind für mich die folgenden 3 Merkmale zu nennen. Das ist zum einen erstens
die Struktur des Systems und das Two-Token-Prinzip. Durch VeTor, der mit jedem Wett erzeugt wird, werden die Transaktionskosten überschaubar bleiben, auch wenn VeChain zukünftig mehr genutzt werden sollte. VeChain kann so auch bei hoher Nachfrage eine verlässliche Blockchain anbieten. Je mehr VeChain genutzt wird, desto höher wird die Nachfrage beider Tokens sein und zwangsläufig würde sich auch so der Wert der Tokens erhöhen. Der sogenannte Zustimmungsmechanismus Proof of Authority ist außerdem als spezieller Proof-of-Stake-Mechanismus ein sehr nachhaltiges sowie lukratives Konzept für alle Teilnehmer. Die Masternode-Betreiber der größten Nodes müssen sich bei VeChain identifizieren, sodass, ich würde auch sagen, ein gesundes Maß zwischen Anonymität, Stabilität und der Reward Distribution im Gesamtsystem geschaffen wurde. Zweitens. Die bereits schon sehr starke Beliebtheit und das Sammeln realer Anwendungsfälle im Bereich des Supply-Managements. Zahlreiche Landwirte, Lieferanten und große globale Konzerne aus der Wirtschaft arbeiten Hand in Hand. Selbst die chinesische Regierung bleibt mit VeChain in ständigem Kontakt. Partner aus verschiedenen Branchen wie der Modeindustrie, Luxusgüter, Automobilindustrie, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und weitere strategische Partner sind dabei. VeChain macht Kryptos sichtbar und konkret. Drittens. VeChain hat die Fähigkeit, sich zu entwickeln. Über die letzten Jahre kommen immer mehr Produktanpassungen mit zahlreichen Applikationen hinzu. Derzeit ist zum Beispiel der NFT-Markt im Trend. Was macht VeChain? VeChain bietet zum Beispiel Wimworld an und bezieht nun auch immer mehr die Zielgruppen wie uns, also die Privatpersonen, mit ein. Oder auch das Thema CO2-Nachhaltigkeit. In unserer aktuellen Welt ein gerade nicht zu umgehendes Thema unserer Konsumgesellschaft. Jeder weiß von dem Problem, doch verzichten auf unseren bisherigen Lebensstandard wollen wir ja auch nicht. Kein Problem. VeChain möchte eine Lösung anbieten und verbindet große Konzerne mit einem nachhaltigen Blockchain-Konzept. VeChain ist in erster Linie auf andere Unternehmen, also Business-to-Business, also B2B-Kunden zugeschnitten und damit eben einerseits sehr unternehmensfreundlich ausgerichtet. Auf der anderen Seite zeigt das Unternehmen aber, dass ein ökonomisch-kommerzieller Anspruch und Nachhaltigkeit völlig Hand in Hand gehen können und sich nicht ausschließen müssen. Dafür braucht es manchmal gar keine großen Marketingaktionen in Richtung Endverbraucher und Kleinanleger. Ist dir aufgefallen, dass es gar nicht so viel Werbung und Nachrichten für uns gibt, wie beispielsweise bei anderen Coins? Für mich ist VeChain ein stiller und bisher fairer Mitspieler auf dem Kryptofeld, der einfach sein Ding durchzieht und gerade deswegen bisher erfolgreich punkten konnte. Eine Plattform, die für andere Segmente offen bleibt und nun uns auch immer mehr als Privatkonsumenten mit seinen Produkten mit einbezieht. Für mich ein super innovatives Ökosystem. Ich bin fasziniert, wie Kryptos unsere Welt damit bereichern können und ich sehe da einfach ein gigantisches Potenzial für die Zukunft. So, und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Falls du Fragen hast, Feedback oder auch einfach nur eine Meinung zu VeChain, teile sie uns in einem Kommentar unten drunter mit und lass uns teilhaben. Vergiss nicht noch schnell ein Like zu hinterlassen und den Kanal zu abonnieren, um auch in Zukunft mit dabei zu sein. Du kannst dir jederzeit auch die anderen Videos von mir anschauen, wenn du mehr zu anderen Krypto-Projekten wissen möchtest. Teile das Video, empfehle es weiter, wenn es dir gefallen hat und ich danke dir auf jeden Fall für deine bisherige Unterstützung. Ich bin Miss Krypto und von Kryptos fasziniert. Bis bald.